Moin Leute, heute ein sehr spannendes Thema, nämlich Fahrradwerkzeug. Und hierfür habe ich mal meine eigene Werkzeugtasche mitgebracht, die ich so seit Jahr und Tag selber benutze und die eigentlich praktisch immer an meinem Fahrrad mit dabei ist, falls ich mal in die Verlegenheit kommen sollte, liegen zu bleiben unterwegs. Und hier ist all dasjenige drin, was man für die Reparatur aller gängigen Probleme braucht. Und ich fange einfach mal links drüben bei den Reifenhebern an. Die Funktion dürfte bekannt sein. Es gibt welche, die haben auch nur 2 solche Reifenheber. Ich bevorzuge die mit 3, einfach weil es hiermit einfacher geht. Das heißt, man steckt den Wagenheber zwischen Felge und Reifenflanke, die anderen beiden versetzt daneben und hangelt sich so einmal um die Felge rum, bis man den Reifen von der Felge lösen kann. Als nächstes ein meiner Meinung nach eher unterschätztes Werkzeug, nämlich der Kettenhalter. Die Funktion ist die, dass man die Kette, die auf dem Fahrradsitz hier einspannt, also die Kettenenden einspannt und so in der Mitte ein Arbeitsumfeld hat, wo man zum Beispiel einzelne Kettensegmente austauschen kann bzw. ein Kettenschloss einsetzen kann und ohne halt so mit der halben Hand das festhalten zu müssen, um dann hier ein Schloss einzusetzen. Hier kriegt man quasi die dritte Hand in Anführungsstrichen, hat man quasi da immer dabei. Dann hier ein paar simple Handschuhe. Beziehungsweise so simpel sind sie dann auch wieder nicht, denn es handelt sich um Nitrilhandschuhe und Nitril ist beständiger gegen DOT-Flüssigkeiten. DOT-Flüssigkeiten ist die Bremsflüssigkeit in hydraulischen Bremsen und die ist eher nicht so hautfreundlich. Das heißt, man sollte besser vermeiden, die an die Hände zu bekommen und da sind Nitrilhandschuhe erste Wahl. Zweite Funktion, die diese Handschuhe erfüllen, ist eine reine Komfortfunktion. Das heißt, wenn man an sein Bike schraubt, macht man sich die Finger nicht schmutzig, muss danach nicht mit Tempotaschentüchern rumhantieren. Tut einfach die Handschuhe, nachdem man sie benutzt hat, wieder in die Tüte zurück und hat fürs nächste Mal wieder Handschuhe. Dann ein sehr essentielles Stück Werkzeug, nämlich ein Multitool, ein Crank Brothers Multi 19, um genau zu sein. 19, weil es 19 Funktionen hat. Wir haben hier Sechskantschlüssel, wir haben Torx, wir haben Kreuzschlitz, wir haben Schlitzschraubendreher und einen hervorragenden Kettennieter. Der ist so gut, dass ich den mittlerweile auch ganz regulär in der Werkstatt benutze, ohne auf einen dritten Kettennieter zurückgreifen zu müssen. Dann, um im Bereich Wartungs- und Ersatzteile einmal hier von Parktool Reifenflicken. Das heißt, in dieser kleinen Box hat man alles, was man benötigt, um seinen Reifen flicken zu können. Wir haben hier ein wenig Schleifpapier, um den Gummi des Reifens anzurauen, um anschließend einen der Klebeflicken aufbringen zu können. Dann als weiteres Ersatzteil habe ich immer ein Kettenschloss bzw. ein Kettensegment dabei. Hier zu sehen ein Kettensegment bzw. ist das Kettensegment, das ich regulär immer dabei habe, ein Stück länger. Das heißt, sollte da was kaputt gehen, kann man dann on the road quasi die Kette wieder zusammenflicken. Am besten dann natürlich via Kettenhalter. Nachdem dann der Reifen geflickt ist, muss natürlich wieder Luft drauf und da kann man einerseits jetzt die Handpumpe anwenden oder, woran ich mich inzwischen sehr gewöhnt habe, so eine CO2-Pumpe. Hier eine CO2-Pumpe mit Kartuschen, die ein Gewinde haben. Ein Gewinde deshalb, weil hierfür kein Gehäuse mehr notwendig ist, sondern man schraubt einfach die Kartusche auf diesen Aufsatz auf und hat direkt Luft, die man in den Reifen abgeben kann. Vielleicht habt ihr das vorhin schon gesehen, dieses Neopren-Dingens stülpt man über diese Kartusche rauf, weil diese im Betrieb kalt wird, einfach zum Schutz der Hände.
Zuletzt noch oder zuvorletzt noch das Thema Schmierung. Da setze ich auf eine duale Lösung. Das heißt, ich benutze einmal Regular Type Universalöl, ein leichtes Schmieröl, um zum Beispiel die Schaltteile zu schmieren, wo es darauf ankommt, dass alles schön leichtgängig ist und bleibt, kein Schmutz angezogen wird. Und für Kettensegmente, wo es auf wo die Schmierung wirklich arbeiten muss, benutze ich das Honeypot Kettenschmiermittel. Die Besonderheit des Honeypot Kettenschmiermittel ist, dass es, bevor man es aufträgt, kurz in der Hand so eine halbe Minute bis eine Minute aufwärmt, um die Fließfähigkeit wiederherzustellen, und anschließend dann über den integrierten Tropf einzeln die Schmierpunkte auf die Kette aufträgt. Das hat den Vorteil, dass im Zeitpunkt des Schmierauftrags das Kettenschmiermittel sehr dünnflüssig ist und im Nachgang wieder leicht anzieht, sodass das Schmiermittel exakt da bleibt, wo man es braucht, in den empfindlichen Kettenbereichen. Das verlängert die Nachschmierintervalle und sorgt für eine erhöhte Haltbarkeit der einzelnen Komponenten. Zuletzt noch, was ich immer dabei habe, sind ein paar von diesen Schnellspannern, von diesen Kabelbindern. Da habe ich immer welche dabei, falls mal was kurzfristig fixiert werden muss. Ein Kabelbinder dran, fertig. Ich habe sogar mal ein Schaltauge damit ersetzen können, beziehungsweise in Anführungsstrichen ersetzen können. Aber auch das ist möglich und ist eine sehr hervorragende Möglichkeit, kurzfristig on the road Sachen zu fixieren. So, ich hoffe, ihr konntet euch hier was mitnehmen. Falls ja, abonniert uns, schreibt einen Comment. Alles, was ihr hier gesehen habt, könnt ihr bei uns im Shop bekommen. Das heißt, besucht uns da auch sehr gerne. Ansonsten bis zum nächsten Mal.